Guten Abend zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry. Und ich bin Emilia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von euch kennen. Ihr versteht Deutsch schnell, aber ihr sprecht langsam. Kennt ihr das Gefühl? Ja, genau. Das ist ein sehr häufiges Gefühl beim Deutschlernen. Man hört einen Satz und versteht ihn sofort. Aber dann soll man selbst antworten. Und plötzlich ist alles schwierig. Der Kopf ist leer. Die Wörter sind weg. Das ist total normal. Ich lerne auch gerade Spanisch, Henry. Und ja, ich verstehe viele Sätze, wenn jemand spricht. Aber wenn ich selbst sprechen soll, brauche ich viel länger. Ich denke zuerst auf Deutsch, dann übersetze ich im Kopf. Und das dauert. Genau das ist das Problem. Viele Lerner übersetzen im Kopf. Sie denken auf Englisch oder in ihrer Muttersprache und suchen dann die deutschen Wörter. Das macht alles langsamer. Das Gehirn macht viele Schritte auf einmal. Und das Gehirn braucht Zeit. Beim Hören musst du nur verstehen. Beim Sprechen musst du gleichzeitig denken, Wörter finden, die Grammatik beachten, die Aussprache kontrollieren und alles in Sekunden. Das ist viel. Und alles in... Und deswegen fühlt es sich manchmal so an, man öffnet den Mund und nichts kommt raus. Oder alles kommt sehr langsam raus und dann fühlt man sich schlecht. Aber das ist falsch. Das ist ein normaler Teil des Lernens. Habt ihr das auch schon erlebt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind sehr neugierig, wie es euch geht. Seid ihr eher gut im Verstehen oder im Sprechen? Aber keine Sorge, das ist kein Zeichen, dass ihr schlecht seid. Es bedeutet nur, dass ihr noch mehr Sprechpraxis braucht. Hören und Sprechen sind zwei verschiedene Fähigkeiten, wie zwei verschiedene Muskeln im Körper. Genau. Man kann sehr gut im Verstehen sein und trotzdem noch unsicher im Sprechen. Das ist wie Schwimmen und Fahrradfahren. Beides ist Bewegung, aber die Muskeln sind anders. Man muss jeden Muskel separat trainieren. Das ist ein gutes Bild. Also, was kann man tun? Wie kann man schneller sprechen lernen? Der erste Schritt ist Sprechen üben. Das klingt einfach, aber viele Lerner hören viel, lesen viel, schreiben manchmal, aber sie sprechen selten. Ja, das stimmt. Wenn man alleine lernt, hat man vielleicht niemanden zum Sprechen. Aber es gibt Möglichkeiten. Zum Beispiel mit sich selbst sprechen. Das klingt komisch, ich weiß. Mit sich selbst? Ja, das klingt wirklich ein bisschen komisch. Aber funktioniert das wirklich? Es funktioniert wirklich. Man beschreibt zum Beispiel, was man gerade macht. Ich stehe auf, ich trinke Kaffee, ich gehe in die Küche. Das Wetter ist heute schön. Das trainiert das Sprechen ohne Druck. Kein Mensch hört zu. Man kann Fehler machen. Und der Druck ist ein großes Problem. Viele Menschen sprechen langsam, weil sie Angst haben. Angst vor Fehlern, Angst, dass andere lachen, Angst, dass man nicht perfekt klingt. Diese Angst blockiert den Mund. Aber Fehler sind gut. Fehler bedeuten, dass man lernt. Kein Mensch lernt eine Sprache ohne Fehler. Das ist wirklich unmöglich. Auch Kinder machen Fehler, wenn sie ihre Muttersprache lernen. Und das ist völlig normal. Ich erinnere mich an meine erste Woche in einer neuen Stadt. Ich musste Deutsch sprechen. Ich habe viele Fehler gemacht, falsche Artikel, falsche Verbformen. Aber die Menschen haben mich trotzdem verstanden. Und das war ein super Gefühl. Genau, Kommunikation ist das Ziel, nicht Perfektion. Wenn der andere versteht, was du meinst, dann hast du Erfolg. Dann war das Gespräch gut, dann hast du Deutsch gesprochen. Das zählt. Eine andere gute Methode ist Sätze auswendig lernen. Nicht Wörter, sondern ganze Sätze. Zum Beispiel, kann ich bitte die Rechnung haben? Wo ist der Bahnhof? Ich verstehe das nicht ganz. Darf ich kurz fragen? Diese Sätze kommen dann automatisch. Man muss nicht nachdenken. Man hat sie so oft geübt, dass sie einfach kommen. Fast wie eine Maschine. Das Gehirn muss nicht mehr suchen. Der Satz ist schon da. Und das ist auch der Unterschied zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen. Fortgeschrittene denken nicht über jeden Satz nach. Sie sprechen automatisch. Das kommt mit der Zeit und mit vielen Wiederholungen. Aber wie kommt man dahin? Durch Wiederholung. Man muss Sätze viele Male hören, sprechen, lesen und schreiben. Je öfter, desto besser. Je öfter man etwas wiederholt, desto tiefer sitzt es im Gedächtnis. Es gibt auch eine Technik, die ich sehr mag. Shadowing. Das bedeutet, man hört einen Sprecher und spricht gleichzeitig nach. Man versucht, die gleiche Geschwindigkeit, den gleichen Rhythmus, die gleiche Melodie zu imitieren.
Das ist sehr effektiv. Beim Shadowing trainiert man nicht nur die Wörter, man trainiert auch den Mund, die Zunge, die Lippen. Deutsch klingt anders als viele andere Sprachen. Die Aussprache ist anders. Man muss den Mund neu trainieren. Manche Laute im Deutschen sind schwierig. Das Ü, das Ö, das E, das CH. Diese Laute gibt es in vielen Sprachen nicht. Also muss der Mund lernen, sie zu machen. Und das braucht Übung und Geduld. Und Shadowing hilft wirklich schnell dabei. Probiert es mal aus. Sucht euch ein kurzes Video oder einen Podcast auf Deutsch und sprecht einfach mit. Wir würden gerne wissen, welche deutschen Laute findet ihr am schwierigsten? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht machen wir dazu auch mal eine eigene Folge bei Dankecast Deutsch. Oh, das wäre wirklich eine gute Idee. Aber weiter zum Thema. Eine andere große Hilfe ist, langsam sprechen ist okay. Viele Lerner denken, sie müssen schnell sprechen, um gut zu klingen. Aber das stimmt nicht. Native Speaker sprechen manchmal sehr schnell, das ist schwer zu verstehen. Aber wenn ein Lerner langsam und deutlich spricht, das ist viel angenehmer. Man versteht alles und der Sprecher klingt klar. Und wenn man langsam spricht, hat man mehr Zeit zum Denken. Man macht weniger Fehler, man fühlt sich sicherer und mit der Zeit wird man automatisch schneller, ohne es zu merken. Es ist wie Tippen auf der Tastatur. Am Anfang schaut man auf jede Taste, dann irgendwann tippt man ohne nachzudenken. Man sieht die Tastatur gar nicht mehr. Das kommt durch Übung und durch viele Wiederholungen. Und beim Sprechen ist es wichtig, kleine Gespräche zu üben. Zum Beispiel: Was machst du heute? Ich gehe einkaufen. Und du? Ich bleibe zu Hause. Das Wetter ist schön heute. Ja, wirklich, das sind kurze, einfache Dialoge, aber sie sind sehr wichtig. Diese kurzen Dialoge passieren jeden Tag im echten Leben. Wenn man sie gut kennt, fühlt man sich viel sicherer. Man weiß, was kommt und man weiß, was man sagen soll. Man ist nicht mehr überrascht. Und noch ein Tipp: Aufnehmen. Man kann sich selbst aufnehmen beim Sprechen. Dann hört man sich an. Was klingt gut, was klingt komisch, was soll ich verbessern? Das Handy reicht dafür völlig aus. Viele Menschen mögen ihre eigene Stimme nicht. Das ist normal. Ich mag meine eigene Stimme auch nicht so gern. Aber es ist sehr hilfreich, sich zuzuhören. Man hört Dinge, die man sonst nicht bemerkt. Zum Beispiel: Macht man eine Pause nach jedem Wort? Spricht man zu leise? Ist die Aussprache klar? Hat man bestimmte Wörter falsch ausgesprochen? Das alles hört man, wenn man sich aufnimmt. Und dann übt man die Stellen, die noch nicht so gut sind. So verbessert man sich Schritt für Schritt. Jeden Tag ein kleines bisschen. Das reicht. Eine weitere Methode, die ich sehr empfehle: Sprachpartner finden. Das ist jemand, der Deutsch spricht und deine Sprache lernen will. Ihr übt zusammen, ihr helft euch gegenseitig. Das ist wirklich schön. Du sprichst Deutsch, der andere spricht deine Sprache und beide lernen. Es gibt viele Apps und Webseiten dafür. Man kann Menschen aus der ganzen Welt treffen. Und man lernt nicht nur die Sprache, man lernt auch die Kultur, die Gewohnheiten, die Witze. Das macht die Sprache lebendig. Sprache ist nicht nur Grammatik, Sprache ist Leben. Apropos lebendig, Sprache ist auch Emotion. Man spricht anders, wenn man glücklich ist, wenn man müde ist, wenn man aufgeregt ist. Die Stimme zeigt die Gefühle. Das stimmt. Und das hört man beim Sprechen. Ein Sprecher, der mit Emotion spricht, klingt natürlicher. Also traut euch, Gefühle zu zeigen, wenn ihr Deutsch sprecht. Seid lebendig. Genau. Seid nicht zu steif. Lacht, wenn etwas lustig ist. Seufzt, wenn etwas schwer ist. Zeigt Überraschung, Freude, Neugier. Das gehört zur Sprache dazu. Das macht euch zu echten Sprechern. Jetzt möchten wir noch etwas Wichtiges sagen. Der Unterschied zwischen Verstehen und Sprechen ist auch eine Frage der Zeit. Das Gehirn braucht Zeit, um eine neue Sprache zu verarbeiten und zu automatisieren. Beim Hören hat man mehr Zeit. Man hört den ganzen Satz und dann versteht man. Beim Sprechen muss man in Echtzeit produzieren. Das ist viel schwieriger. Das Gehirn arbeitet auf Hochtouren. Aber mit jedem Tag wird es besser, mit jeder Übung, mit jedem Gespräch, mit jeder kleinen Verbesserung. Seid geduldig mit euch selbst. Der Fortschritt kommt, auch wenn man ihn manchmal nicht sieht. Das ist vielleicht der wichtigste Tipp von heute. Geduld. Sprache lernen braucht Zeit. Monate, manchmal Jahre. Das ist kein Problem, das ist völlig normal. Jeder, der heute fließend Deutsch spricht, hatte einmal denselben Punkt wie ihr. Und vergleicht euch nicht mit anderen. Jeder lernt anders.
Jeder hat andere Stärken. Manche verstehen schnell, sprechen aber langsam. Manche sprechen mutig, machen aber viele Fehler. Beides ist okay, beides ist gut. Der Weg ist das Ziel. Jede deutsche Unterhaltung, die ihr führt, auch wenn sie kurz ist, auch wenn ihr Fehler macht, bringt euch weiter. Jeder Satz zählt, jedes Gespräch zählt. Und Dankecast Deutsch ist hier, um euch auf diesem Weg zu begleiten. Jeden Tag ein bisschen besser, das ist unser Motto. Wir sind jeden Tag hier für euch. Habt ihr heute etwas Neues gelernt? Oder habt ihr schon eigene Tipps, die euch beim Sprechen helfen? Teilt sie mit uns in den Kommentaren. Wir lesen wirklich jeden Kommentar. Und wenn ihr diese Folge hilfreich fandet, vergesst nicht, sie mit anderen Deutschlernern zu teilen. Vielleicht hilft sie jemandem, der genau dieses Problem kennt, der gut versteht, aber langsam spricht. Wir freuen uns über jeden Kommentar, jedes Like und jedes Abo. Das hilft uns sehr, mehr Inhalte für euch zu machen. Ihr seid die besten Zuhörer. Dann sagen wir für heute Abend Tschüss. Bleibt neugierig, bleibt geduldig und übt jeden Tag ein bisschen. Auch 5 Minuten täglich machen einen großen Unterschied. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge bei Dankecast Deutsch. Tschüss alle zusammen.